Das ist unser Boot. Aber hier kommt das Problem. Wir haben keine Böcke, um es abzustellen. Was tun wir also? Bleib dran und finde es in dieser Folge heraus. So, wir haben ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren. Die Woche Krankheit hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Dann die Woche, dass wir das ganze Zeug aus dem Boot holen müssen, hat sich jetzt auch nicht so gut angefühlt, weil wir direkt auch wissen, in einem halben Jahr müssen wir das ja wieder zurück aufs Boot machen. Hat uns motivationstechnisch richtig zurückgeworfen. Wir haben jetzt theoretisch auch schon einen Krantermin. Das ist in 2 Wochen. Danach würden wir auch schauen, dass wir uns einen Job suchen. Das heißt, ja, ranklotzen. Und dann ist auch die Saison für uns vorbei. Unsere Chemikalien sind angekommen. Grothamar. Das soll helfen gegen die Dieselpest. Das schütten wir vermutlich dann im Frühjahr rein. Okay, was wir auch noch bestellt haben, sind die A4-Schrauben bzw. auch A4-Unterlegscheiben und Muttern, weil es hier gefühlt für ein Apple und Ei gab. Und dann haben wir mal kurz zugeschlagen. So, Marek hat mal gesagt, wir sollen das jetzt nochmal aufschrauben und anschauen, weil ich auch gar keine Ahnung hatte, wie das abgesichert ist. Das sind jetzt anscheinend die Sicherungen. Die fliegen dann im Prinzip raus, wenn irgendwas los ist. Da bestellen wir jetzt einfach mal welche neu. Die Kabel, jetzt dank Comments von Catboat2 oder Frankie, die haben einen Hinweis gegeben, dass wir da ein bisschen mehr das genauer anschauen sollen, nicht so Firlefanz machen wie am Anfang. Das heißt, ich würde dann die Kabel aufschneiden, gucken, wie sie innen aussehen und so weit zurückschneiden, bis die gut sind. Wenn die Kabel nicht gut sind, austauschen. Wenn die Kabel gut sind, neu verbinden und dann auch richtig abklemmen und nicht so, wie ich es gemacht habe. Erstes Mal im Leben gecrimpt und hat nicht funktioniert. Nächster Versuch. So, mein erstes Mal Crimpen. Bei mir sieht es aber richtig kacke aus. Aber es hält. Die Kabel sind Schrott, das sieht man schon. Also es hat sowohl Clemi damals gesagt, als auch jetzt Marek hat gemeint, die Mastlichter sind Schrott. Die werden komplett ausgetauscht. Da bestellen wir direkt schon welche. Okay, wir haben ein bisschen Glück. Manche sind anscheinend schon komplett verzinnt. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, hätte ich jetzt nicht Clemi mal geschrieben, um nach seiner Expertise zu fragen. Diese gehen raus. Dann kommen natürlich noch solche, die sind halt komplett abgeranzt. Da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Okay, Sicherung rausgeschraubt, die sowieso nicht mehr funktioniert hat. Dann bestellen wir uns mal ein paar neue. Kurzer Ausflug zum Deichmann. Es wird nämlich kalt in Polen und unsere Füße frieren und es ist nass. Ich habe mir schon Schuhe geholt. Jetzt ist Doro dran. So sieht das Innenleben unserer Gangschaltung aus. Was uns dabei aufgefallen ist, dass hier irgendwie die ganzen Schrauben fehlen. Also 3 von 4 sind einfach nicht drin gewesen. Jetzt haben wir mal neue bestellt. So, wieder zu und einsatzbereit. Unser kleiner Gashebel scheint jetzt nicht spontan besser zu laufen, aber immerhin haben wir das dann wieder abgesichert. Ja, wir haben einen neuen Nachbarn bekommen, die Joanna. Die Joanna ist eine ganz wilde. Die macht uns ein bisschen Probleme. Die sind nämlich so am Parken und naja, wenn die Wellen kommen, und das ist relativ oft, stößt das Metallding schön gegen unser Boot. Und ich habe das jetzt alles mal abgesichert
Aber das ist alles ein bisschen zu spät, weil wie man sieht, sind schon hier die ganzen Kratzer rein. Hier vor allem alles schön rein. Die Delle, die hat sie reingebeult. Deshalb habe ich hier auch nochmal den Fender an das Boot ran gemacht. Ja, also ich verstehe, ich kann es ein bisschen verstehen. Unfälle passieren. Oberflächensachen sind jetzt, finde ich, jetzt auch nicht so schlimm. Schlimmer finde ich es, das sind alles unsere Fender. Das heißt, sie haben das Boot abgestellt und gesagt, scheiß drauf, ist nicht unser Problem. Und das wiederum finde ich kacke, dass die da so eine scheiß drauf Mentalität hinlegen. Wir versuchen mal den Bootseigner mal mit dem zu sprechen. Zeit für die letzten Dinge, die wir jetzt noch machen. Wir holen jetzt unser Boot raus, beziehungsweise lassen es rausholen. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil es ein bisschen mehr spartanisch ist als improvisiert, als wir es so kennen. Wir haben hier so professionelle oder semi-professionelle Ständer. Die sind dann hier drunter auch. Die sind ja okay. Da sieht man das Rote, da hinten die Schwarzen. Dann gibt es so schon spannendere Modelle. Da kommt wahrscheinlich Mareks Boot drauf. So soll später auch unser Boot stehen. Auf Fässern und irgendwas Improvisierten. Da ist unser Kran. Ein Koloss. Schon am nächsten Tag ging es los, noch bevor wir ankamen. Ein Boot nach dem anderen wurde herausgeholt. Dann war unseres an der Reihe. Von der Alter Schwede. Unsere Herzen pochten, denn wir hatten immer noch keine klare Lösung, wie wir es abstellen sollten. Das Boot stand da und plötzlich herrschte hektisches Treiben. Jeder gestikulierte wild und rief durcheinander. Wir schleppten Fässer und Autoreifen heran, quetschten alles unter das Boot.
Als es endlich so aussah, als würde es sicher stehen, ließen wir die Gurte des Krans los. Und dann stand es. Letzten Arbeiten am Boot. Büro versorgt jetzt mal alle Leinen, weil ich mich nicht traue, aufs Boot zu kommen. Von dem Winkel sieht so aus, als würde ich aus dem Wasser filmen. Boden. Und die letzten Fender werden auch abgehängt. So, wir haben mal den Kerscher vom Marek gekriegt, um unser Boot jetzt mal zu reinigen. Sieht ziemlich gut aus. Ist nichts bewachsen. Bisschen grün und dann das kriegen wir alles relativ schnell runter. Langsam wird die Zeit knapp. Die Leinen trocknen jetzt nicht, wie wir es uns erhofft hatten, da das Wetter ein bisschen feuchter geworden ist in letzter Zeit und wir haben nur noch 2 Tage. Jetzt haben wir uns zumindest dann überlegt, dass wir die Leinen so ein bisschen antrocknen und vielleicht noch mit einem Föhn durchjagen. Wir haben ja unseren Schlüssel verloren, beziehungsweise irgendwo verlegt. Jetzt müssen wir leider an die hintere Kiste ran. Da ist noch ein Schloss, das habe ich jetzt geknaggelt. Mit relativ easy 2 Schraubenschlüssel. Ja, schon ein bisschen ironisch. In Polen Schlösser knacken. Ha? Immerhin, das ist jetzt offen. Unser Boot muss pipi. Und zwar dringend. Ist alles in der Kiste gewesen. Zu guter Letzt machen wir das Boot winterfest und spannen eine Plane drüber. So, unser letzter Walk für 2023 zu unserem Boot. Morgen fahren wir zurück nach Deutschland für ein halbes Jahr. Und ja, ein mulmiges Gefühl, unser Bötchen jetzt alleine für ein halbes Jahr da zu lassen. Auch das, wie es steht und generell einfach alles. So lang waren wir nicht mehr von unserem Boot getrennt, seit wir es haben. Ja. Komisch. Komisch.